Im Schach hat jeder Spieler einen König, im Englischen King und im Französischen Roi d'échecs genannt. Der König ist die wichtigste Figur auf dem Spielfeld. Der König kann sich nicht selbst verteidigen. Greift ihn eine gegnerische Figur an, muss er weichen. Dabei kann der König in alle Richtungen ziehen, jedoch immer nur ein Feld. Der König kann auch andere Figuren angreifen. Die andere Figur darf ihn in diesem Moment jedoch nicht bedrohen. Ist der König so weit umstellt, dass er in keine Richtung mehr fliehen kann und keiner seiner anderen Mitstreiter ihn befreien, ist der König schachmatt und hat das Spiel verloren. Der König ist nicht nur Herrscher seines Landes, sondern zugleich auch oberster Befehlshaber der Armee. Ich habe den König deshalb in Ritterrüstung mit Schwert und Schild modelliert. Für den Körper des Königs verwende ich die Fimo-Farbe Hauthell. Außerdem benötigst du die Schablone. Diese findest du verlinkt unter dem Video. Die Fimo-Farbe Cameo rolle ich auf Stufe 3 der Pasta-Maschine aus. Den Körper des Königs schneide ich zweimal aus meinem Fimo Hauthell aus. In die erste Körperhälfte des Königs habe ich 5 Drahtstücke eingesetzt. Diese decke ich mit der zweiten Körperhälfte ab. Der Körper des Königs sieht so aus. Ich backe den Körper 15 Minuten bei 110 Grad. Für die Kleidung des Königs verwende ich die Fimo-Farbe Rot und Schwarz. Die Fimo-Farbe Schwarz rolle ich auf Stufe 6 der Pasta-Maschine aus. Als erstes bekommt der König Strumpfhosen. Ich nehme das dünn ausgerollte Fimo Schwarz und packe damit die Beine ein. Nach der Strumpfhose geht es weiter mit den kleinen Stiefeln. Ganz wichtig, der Bund der Stiefel muss auf gleicher Höhe sein. Unten setze ich ein kleines Stück Fimo für die Schuhspitze an. Die Stiefel des Königs runde ich mit einer Schicht Gold- und Silberpulver ab. Für den Sockel der Schachfigur verwende ich meine Mold, rotes Fimo und Reste Fimo. Meine Mold habe ich mit Kreide ausgepinselt, mein Reste Fimo drücke ich dann in die Mold. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 1 der Pasta-Maschine aus. Mein fertiger Sockel sieht so aus. Ich schneide den Boden des Sockels aus dem Fimo Rot aus. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 5 der Pasta-Maschine aus. Mit dem dünn ausgerollten Fimo Rot packe ich den restlichen Sockel ein. Mein fertiger Sockel sieht so aus. Ich nehme meinen König Körper und stecke diesen in den Sockel. Anschließend backe ich die Figur 15 Minuten bei 110 Grad. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 5 der Pasta-Maschine aus. Aus dem Fimo Rot habe ich einen Unterrock ausgeschnitten. Den Unterrock setze ich gleich nach der Strumpfhose auf den König Körper. Den Kettenrock für den König habe ich aus Fimo Schwarz angefertigt. Ich bestreiche das Fimo Schwarz mit Gold- und Silberpulver. Die einzelnen Stücke des Kettenrocks lege ich auf den roten Unterrock auf. Der fertige Rock des Königs sieht so aus. Den Oberkörper des Königs habe ich mit einer Brust verziert. Das fertige Motiv backe ich 15 Minuten bei 110 Grad. Für den Kopf des Königs verwende ich insgesamt 4 Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe Schwarz, Cameo, Weiß und Schokolade. Für den Kopf nehme ich eine kleine ovale Kugel und drücke 2 Löcher für die Augen ein. In die Mulden setze ich die Augen des Königs ein. Ich beginne mit Weiß, dann mit Braun für die Regenbogenhaut und schließe das Ganze mit Fimo Schwarz ab. Außerdem setze ich ein kleines Highlight mit Fimo Weiß an der Seite der Regenbogenhaut. Der König bekommt natürlich auch Augenbrauen. Diese sind farblich passend zur Regenbogenhaut. Ganz zum Schluss bekommt der König noch einen Bart. Den setze ich direkt über den eingeschnittenen Mund. Nach dem Backen geht es mit dem Oberkörper weiter. Der König bekommt sein Kettenhemd. Dafür packe ich den Oberkörper mit Fimo Schwarz ein.
Für die Schulterpolster lege ich dem König 3 schwarze dünne Fimo-Streifen auf die Schultern. Das Ganze schließe ich mit einem breiten Fimo-Streifen ab. Den Oberkörper des Königs habe ich mit einem roten Gürtel abgerundet. Vorne auf die Brust setze ich noch einen kleinen grünen Schmuckstein. Den Oberkörper des Königs habe ich noch mit Gold- und Silberpulver verziert. Ich stecke den Kopf auf den König. Meinen König backe ich 15 Minuten bei 110 Grad. Die Fimo-Farbe Schwarz rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Für die Arme des Königs verwende ich die Fimo-Farbe Cameo. Die Arme halten einen kleinen Holzstab als Platzhalter zum Backen. Den Unterarm umwickle ich mit einem schwarzen Band aus Fimo. Die 2 kleinen Arme habe ich über die Drahtstücke am Königkörper befestigt. Den König backe ich 15 Minuten bei 110 Grad. Für das Schwert des Königs verwende ich die Fimo-Farben Rot und Schwarz. Die Mitte runde ich mit einem kleinen Schmuckstein ab. Der Griff darf nicht zu dick sein, damit der König das Schwert greifen kann. Den Draht stecke ich in das Schwert. Das Schild des Königs fertige ich nach der Schablone aus Fimo Schwarz an. Hinten setze ich aus Draht einen Griff ein. Damit kann der König das Schild festhalten. Ich schließe das Ganze mit einer zweiten Schicht ab. Die Fimo-Farbe Rot rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Das Schild des Königs habe ich mit einem roten Rand abgerundet. In der Mitte setze ich nun noch ein rotes Kreuz ein. Das Schwert und das Schild des Königs sehen so aus. Beide Elemente backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Für die Haare verwende ich die Fimo-Farbe Schokolade. Die Farbe mische ich mit Wasser, so lange bis die Farbe so zäh ist wie Kaugummi. Das klebrige Fimo setze ich dem König als Haare und Bart auf. Dafür nehme ich als Hilfsmittel ein Dodging-Tool. Mit Haaren und Bart sieht der König so aus. Auf die feuchten Haare setze ich die Krone auf. Die habe ich aus Fimo Rot und Metallic Gold angefertigt. In einem Becher habe ich mir Resin angemischt. Das Resin gieße ich vorsichtig in das Schild des Königs. Da bin ich nochmal. Mit dem Fimo Schachkönig ist beim Projekt die Fimo Schachfiguren abgeschlossen. Juhu! Mein Ziel war es, innerhalb eines Jahres alle Fimo Schachfiguren zu modellieren, weil ich mich besonders schwer mit dreidimensionalen Körpern getan habe. Los ging's mit dem Fimo Bauern. Geendet hat es jetzt mit dem König. Und ich hoffe, es ist eine deutliche Steigerung zu erkennen, oder? Ja, schon. Das ist dann auch der Vorteil, wenn du dir ein Projekt vornimmst, wo der Aufbau her in etwa gleich ist, eine Playliste anliest, dann siehst du gleich, wo warst du mit deinem Skill vorher, wo bist du jetzt. Und das ist dann ein unheimliches Erfolgserlebnis. Durch die Übung mit den Schachfiguren hatte ich gleich Routine beim Modellieren mit Figuren und das habe ich auch gleich auf andere Videos übertragen, wie zum Beispiel mein Video mit dem Fimo Sack und dem frechen Gespenst. Wenn auch du deine Fimo-Künste weiterentwickeln möchtest, kann ich dir nur empfehlen, nimm dir ein Projekt vor und beginne einfach. Figuren, wie zum Beispiel den Bauern oder den Springer, die würde ich heute wahrscheinlich ganz anders modellieren. Hey, aber aller Anfang ist schwer. Ich habe mir schon ein neues Langzeitprojekt vorgenommen, das Ende 2015 startet, also lass dich überraschen. Meine Fimo Schachfiguren sind abgeschlossen. Ich hoffe, die Figuren gefallen dir und inspirieren dich. Vielen Dank fürs Zusehen, deine Froni. Oh, wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.